Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Mütze spielt. Wir sind heute auf dem amerikanischen Kreuzer Salem unterwegs. Die entsprechende Kapitänsgildung zeige ich euch jetzt. Des Weiteren schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an, weil ich in dieser Runde meinen neuen Base-EP-Rekord mit der Salem aufstelle. Wie immer zu Beginn schauen wir uns erstmal die gegnerische Schiffsaufstellung an. Wir haben 2 U-Boote, 2 DDs, 3 Cruiser und 5 Schlachtschiffe. Mein Gameplan war erstmal an die große mittlere Insel bei F5 zu fahren, habe aber dann festgestellt, das könnte ein bisschen schwierig werden und habe mich dann umentschieden, eher eng an die Insel bei A zu fahren. Hat auch den Grund, weil hier die 7 Provinzien aufgeht und ich gedacht habe, ich kriege da mit AP ein paar Shots rein. Bin hier spotted. Das ist mit einer Salem relativ gefährlich, wenn viele BBs vor euch sind, weil wenn die euch da fokussen, habt ihr ein kleines Problem. Deswegen lasse ich mich hier auch erstmal zugehen, schaue, dass ich eng an die Insel komme, dass man mich nicht mehr so einfach beschießen kann, vor allem, dass nicht mehr mehrere BBs auf mich schießen können und dann von dem Positioning aus das ein oder andere BB dann hier mit HE jetzt farmen zu können, wie zum Beispiel die Montana, dass wir da schon mal den ersten Brand oder die ersten Brände setzen können, ein bisschen unseren Damage hochschrauben. Des Weiteren bietet es noch so ein bisschen den Vorteil, wir haben eine gewisse Radar-Range, die bei der Salem nur 8,5 Kilometer beträgt, die man aber hier ganz gut ausspielen kann, weil man doch sehr nah an der Mitte ist und damit auch Schiffe radern kann, die hinter Inseln sich befinden, dass man da vielleicht Support geben kann. Des Weiteren kann es auch sein, wenn der DD zum Beispiel relativ weit in bei A-Cap, dass wir ihn mit unserem Radar noch aufmachen können. Ich fahre jetzt erstmal fröhlich noch die Monty, reverse jetzt noch. Hab hier auch ein bisschen Glück, dass nichts wirklich in meinem Spotting ist, was mich hier punishen kann, weil ich stehe ja doch ziemlich offen, wie man so sieht. Ja, jetzt kommt ein Drop von der 7 Provinzien, ist aber nicht so schlimm, weil ihr kriegt es mit AA ganz gut runtergeschossen, wie ihr seht, weil die Flieger doch nicht so viel aushalten. Drop war wahrscheinlich auch auf die Wisconsin, nicht auf mich, deswegen war es erstmal nicht so belastend. Jetzt kommt die Ohio rum, das ist für mich ein Zeichen, enger ranzufahren, damit er mich hier nicht so einfach abfarmen kann. Ist auch eine gefährliche Situation hier gerade, muss man sagen, wenn man sich die Minimap anschaut. Wir könnten hier eingekreist werden. Ihr seht, unsere beiden BBs fahren auf der 1er Linie weg. Und hier verstehe ich nicht so ganz den Move von unserer Shima, der war wirklich sehr faszinierend. Er smoked sich, fährt dann rein auf Spotting Range, vorne Stalingrad und vorne BB, Beatschichter Breitseite. Also da auf jeden Fall der Hinweis für alle angehende DD-Spieler, sowas nicht. Das funktioniert nicht. Er macht vielleicht einen Torpedo-Hit, wenn er Glück hat. Das ist halt auch einfach DD weggeschmissen. Fahrt mit der Shima vielleicht lieber auf die Flanke raus. Versucht da ein bisschen zu torpen. Wird wahrscheinlich sinnvoller sein, als hier kurz vor den BBs die Drops zu machen. Hab jetzt gesehen, dass das U-Boot gespottet ist. Hab jetzt meine Wasserbomben mal rüber gelupft, um zu schauen, dass ich ihn bekomme. Und jetzt auch wieder hier schön an die Insel ran, um weiter auf die Ohio zu fahren. Kriegen ja auch einen direkten Hit. Sehr, sehr geil. Ja, jetzt sind wir im Radar. Das ist ein bisschen problematisch, wenn Ohio vor euch ist und ihr seid im Radar. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, weil da der ein oder andere Overmatching-Shot auf euch zukommen kann.
Jetzt pusht die Schliefen hier rein und ich habe die Möglichkeit hier mit AP gut Schaden zu machen. Aber auch hier wieder der Hinweis, passt bei sowas auf, er dreht schon die Türme auf mich. Jetzt könnte es ein bisschen ziehen. Der kleine Vorteil, den ihr halt doch mit der Salem hier habt, ihr habt einen Super Heal. Damit könnt ihr möglicherweise etwas mehr heilen, als wenn das jetzt eine DM wäre. Trotzdem Zitadellen-Damage und AP Full Pens könnt ihr nicht 100% wiederherstellen. Deswegen hilft euch dann meistens der Super Heal nicht ganz so viel, wenn ihr viel AP Damage bekommt. Gegen Brände ist es super, auf jeden Fall sehr, sehr nice, aber die werdet ihr nicht immer bekommen, sondern die meisten BBs werden immer AP auf euch schießen. Ich ziehe jetzt mal ein Radar, um mal zu gucken, wo hier was passiert. Wir sehen die Monty, die 7 Provinzien, die zum Glück noch nicht rumgepusht sind, weil unser Conqueror zurückkommt. Da geht die Sommers auf, das könnte auch nochmal mittelfristig ein Problem werden für mich. Weil, wie ihr seht, werde ich hier mittelfristig massivst eingekreist von jede Menge Schiffen, die mich, wenn sie es gut spielen, gut punishen können. Kriegen hier aber erst nochmals U-Boot, das ist gar nicht so schlecht. Ein U-Boot weniger auf der Karte. Ich versuche mich jetzt noch ein bisschen umzupositionieren, um vielleicht mit meinem Radar den DD reinzukriegen. Habe ich leider nicht geschafft. Bisschen ärgerlich. Radar ein bisschen später gezogen, hätte mir die Sommers reingekriegt, hätte der Conqueror ihn vielleicht killen können. Aber so ist es manchmal. Schauen wir aktuell mal auf den Damage-Stand. Wir sind bei 60k, haben auch 18 Flugzeuge dank der 7 Provinzien, also da auch gut was runtergeschossen. Und ich sehe jetzt, die Stalingrad pusht und ich denke mir, der wird doch da stehen bleiben. Nee, der bleibt nicht stehen, der fährt hier einfach rein. Und ich sage es dir ganz ehrlich, gegen das Salem wird das unangenehm. Hab hier ein bisschen verpennt AP zu laden, aber mit den Improved Pen Angles kriege ich hier noch die Sits und kann ihn jetzt wegmachen. Ne, er steht zu weit offen, ihr pennt ihn halt vorne mit den Salem Guns und ich kann ihn damit rausnehmen. Sehr, sehr geil, wieder eine Bedrohung weniger. Aber meine Bedrohung ist von vorne die Ohio, von hinten die Montana und die Sommers. Das sind die Schiffe, die sehr, sehr unangenehm sein können für mich. Ich bin jetzt spotted, das heißt, die Sommers ist da. Wir sind jetzt aktuell schon bei 100k. Also da ist nochmal ordentlich was aufs Konto gegangen. Habe mich jetzt entschieden, auch wenn es riskant ist, fortzufahren. Und hier passiert mir jetzt was ziemlich ärgerlich ist. Und zwar beach ich mich. Ich bin sehr sicher gewesen, dass ich da easy vorbeikomme. Der Drop trifft mich zum Glück nicht. Ist schon mal gut. Aber ich sorge dafür, dass die Monty Zeit bekommt, um die Insel rumzufahren, weil ich noch gebeacht bin. Und auch, dass die Ohio in eine Position kommen kann, wo sie mich punishen kann, sollte mich dieser mal spotten. Also, ich würde mal sagen, ein sehr ungünstiger Platz, um gebeacht zu sein. Der einzige Vorteil oder das einzige Glück, was ich habe aktuell ist, dass ich zu bin. Wenn ich hier offen wäre, kleines Problem. Ich ziehe jetzt mein Radar, weil ich mir gedacht habe, hey, jetzt muss man schauen, wo ist denn die Monty und die 7 Provinzien. Die sind noch relativ weit weg, aber da ist die Smarland und ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt einfach aufs Ganze. Ich weiß, dass da eine Ohio ist. Ich weiß, dass sie mich overmatchen kann. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe das Risiko ein. Ich versuche die Smarland zu bekommen. Ein DD-Kill ist furchtbar wichtig, gerade in so einem knappen Game. Der kann viel bewirken. Deswegen gehe ich hier voll drauf. Knock hier seinen Torpedowerfer, das ist immer gut, beziehungsweise schießt ihn komplett kaputt. Das ist sehr, sehr nice. Ich muss nur noch auf ein Torpedoset aufpassen. Kriege hier aber den Drop. Torpedoset trifft nicht. Ich habe ein bisschen Glück mit der Ohio-Salve, dass die mich hier nicht killt. Aber da kommt schon die nächste. Ich versuche mich hier auch wieder zu winkeln. Krieg trotzdem nochmal 2 Fullpens. Also es hat auch wieder ordentlich gezogen. Ja, und jetzt stehe ich hier. North into Ohio. Mein Plan war jetzt erstmal zuzugehen. Und zu hoffen, dass ich vielleicht noch ein bisschen
Zeit verstreichen lassen kann, bis mein Heal ready ist, bis mein Radar ready ist, weil ich da vorne die Mino im Smoke gesehen habe und mir gedacht habe, hey, vielleicht muss ich da nochmal supporten. Gehe jetzt auf, weil jemand in mein Spotting reinfährt. Ich habe erst gedacht, hä, das ist die Ohio. Aber das kann nicht sein. Und dann ist es die Minotaur. Ja, und Minotaur, Broadside, da sagt der Salem-Spieler an und für sich erstmal nice. Winkelt sich jetzt an. Habe gedacht, Mist, verdammt. Aber er scheint mich gar nicht auf dem Schirm zu haben. Dreht jetzt nochmal auf. Und jetzt ist das ein Game. Jetzt können wir ihm richtig Zitadellen drücken. Ihr seht, wie da die Mino schmilzt gegen das Salem. Er hat überhaupt keine Chance. Da kommt sogar der Death Strike. Also sehr, sehr nice. U-Boot geht auch raus. Ja, und jetzt habe ich nur noch eine Möglichkeit. Full Send auf die Ohio. Die zu meiner Verwunderung ihre Türme nicht auf mich gedreht hat. Ich habe wirklich gedacht, er hat die Türme auf mich gedreht und nuke mich jetzt. Und ich versuche jetzt voll drauf zu gehen. Habe jetzt gemerkt, er hat Damage-Con gezogen und fange jetzt an mit AP zu schießen, um auf die Breitseite auch einfach nochmal mehr Damage zu bekommen. Weil ich muss diese Ohio rauskriegen. Die Ohio kann mir massivst wehtun. Ich muss auch auf Cross-Shots aufpassen von der Montana. Und ihr seht, dieses Game ist so unfassbar knapp auf der Kippe. Da zählt wirklich jeder Kill. Und da kamen nochmal Shots von der Seite. Ich kriege jetzt noch einen Brand. Die 7 Provinzien ist auch da. Mein Großkaliber poppt jetzt auf. Und habe jetzt den Doppelbrand. Habe leider einen 1er-Brand gecleansed. Das ist auch wieder ein Grund, warum man das nicht machen sollte. Damage-Con ist aber gleich wieder ready. Die ziehe ich sofort. Und schaue jetzt, dass ich auf die Provinzien Shots kriege. Habe AP geladen. Light Cruiser, der schmettert auch ordentlich, wenn der sich falsch positioniert. Fängt jetzt an zu beschleunigen, da kriege ich die erste Sit. Ah, leider kriege ich da in der Salve keine Sit, da kommt der nächste Drop. Ja, ich habe es nicht geschafft, dann Sits zu kommen im Anschluss. Ihr merkt es, es kommen nur Overpens und Fullpens, aber der GK killt ihn jetzt und ich komme hier lebend aus dieser Situation raus. Hätte ich nicht gedacht, muss man wirklich sagen, da hat es mir der Gegner nicht leicht gemacht, aber mir schon ein bisschen ein Geschenk verteilt, dass ich hier nicht rausgehe. Also wenn die Ohio ihre Türme dreht, bin ich ein One-Shot. Auf jeden Fall. Also sobald ihr mit einer Ohio eine Salem Open Water Nose-In habt, vorne auf die Spitze zielen und vorne in die Zitadelle reinschießen. Und die Sache ist eingetütet. Ich fahre jetzt mit ins Mittelcap rein, um da beim Captain zu supporten. Aber wie ihr aktuell seht, sind wir punktetechnisch vorne. Auch schiffstechnisch sind wir vorne. Da geht die Monty auf. Und ich habe mir gedacht, yo, jetzt noch ein Kraken, das wäre Zucker. Des Weiteren bin ich sowieso spotted. Deswegen full sended, warten bis das Cap voll ist und ich Reichweite habe. Und dann geht's hier los. Jetzt geht die Monty leider zu. Ist nicht so gut. Aber dann kommen nochmal Shots. Jetzt heißt es Shots dodgen. Und nicht gekillt werden. Und hoffen, dass wir den Kraken hier noch bekommen. Wir bekommen nochmal einen obendrauf. Also ich bin halt auch wieder ein One-Shot. Hab hier ein bisschen Glück, dass die Jungs ihn nicht finishen. Krieg jetzt noch mal eine gute Salve und damit noch 100. Ihr seht, die Shells, sind meine Shells schneller? Ja, sie sind schneller und damit kriegen wir den Kraken oben drauf. Also aktuell eine sehr, sehr geile Runde. Hier habe ich auch noch mal den Shot überlebt. Also das Glück war so ein bisschen auf meiner Seite in dieser Runde. Muss man auch manchmal haben in diesem Spiel. Und wir sind aktuell wirklich bei, ich würde mal sagen, einer erstaunlichen Leistung mit der Salem. Kriegt hier auch nochmal kein Damage mehr rein. Sehr, sehr schade. Aber ich bin echt zufrieden mit der Runde. War wirklich nice. Und wir schauen uns jetzt im Endscreen das Ergebnis an. Wir haben in dieser Runde 5 Kills, was uns zu einem Kraken bringt. Einmal Unterstützer, einen Death Strike. Dragonaut, ich meine, wir haben verdammt viel getankt. Ich habe alle Heals gebraucht. Ich bin am Schluss mit 5k noch lebend rausgekommen. Wir haben den Kraken noch gekriegt am Ende. Das war sehr, sehr geil. Und
Großkaliber mit 14 Zitadellen. Danke Stalingrad und danke Mino auf jeden Fall. Schauen wir auf die Teamwertung. Und da wird es richtig interessant. Wir sehen, wir haben über 3K Base und alles über 3K ist wirklich eine sehr, sehr gute Runde. Was man hier noch sieht, ich habe es ganz knapp nicht geschafft, den Flugabwehrexperten zu bekommen. Ein Flugzeug hat mir noch gefehlt, das wäre nochmal die Krönung on top gewesen. Overall wirklich ein sehr, sehr feines Spiel. Ich bin mit allen Entscheidungen zufrieden, die ich gemacht habe. Bei manchen war auch ein bisschen Glück dabei, aber wer nichts riskiert, der wird auch nicht belohnt in diesem Spiel. Manchmal auch rausgenommen, so ist das Spiel, aber so entstehen geile Games. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr Fragen habt zur Salem oder Feedback geben wollt, über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!